Mhm. Also, weißt du, wir sind es ja irgendwie total gewohnt, unser Leben als so eine endlose Reihe von Deadlines zu betrachten, ne? Ja, absolut. Alles ist durchgetaktet. Genau, so ein präzises Uhrwerk. Der Wecker klingelt auf die Minute genau, der Kalender ist in diese Viertelstundenblöcke unterteilt und wehe, eine Webseite lädt mal länger als 3 Sekunden. Da werden wir direkt unruhig. Das ist tief in unserer westlichen DNA verwurzelt. Diese Idee, dass Zeit, die man nicht irgendwie produktiv nutzt, einfach verschwendet ist. Hm? Wir bauen ja ständig Systeme, um diesen Faktor Zeit noch weiter zu komprimieren. Aber genau dieses mechanische Konstrukt, das kollabiert halt völlig, wenn du dich auf den Rhythmus von Südamerika einlässt. Also ganz speziell auf das tiefe Land in Uruguay. Oh ja. Dort ticken die Uhren nämlich nicht, die atmen quasi. Mathesmate-Mission. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir, also unser kleines Redaktionsteam, wir nehmen dich heute wieder mit auf eine Reise in unser absolutes Lieblingsarchiv. Wir stürzen uns in die Erlebnisse von Gabi und Steffen aus dem Heidrich-Blog. Genau, und wir schreiben heute den Monat Dezember 2017. Und mir ist es da am Anfang direkt wichtig zu sagen, dass dieses Archiv einfach unbezahlbar ist. Absolut, ja. Dass diese Blog-Einträge schon einige Jahre alt sind, macht sie ja nicht weniger relevant. Ganz im Gegenteil. Das ist pures Gold für jeden, der sich für Uruguay interessiert. Das ist wirklich eine fantastische Blaupause. Ne? Was Gabi und Steffen da dokumentiert haben, das ist das pure, echte Leben im tiefen Campo. Ohne Instagram-Filter. Genau. Keine geskriptete Doku-Soap, wo nach dem perfekten Shot alle zurück ins Luxushotel fahren. Die beiden verdienen da wirklich unseren allergrößten Respekt für diese ehrliche Dokumentation. Absolut. Aber bevor wir uns jetzt in den Dezember stürzen, lass uns doch mal kurz den Faden aus unserer letzten Folge aufnehmen. Erinnerst du dich noch an den November 2017? Oh Gott, der Monat der Extreme. Ja klar. Diese dramatische Schlammfalle. Stimmt, wo Gabis Auto nach dem Gewitter einfach vom lehmigen Boden verschluckt wurde. Ja, und dann durften wir ja auch noch den ersten Meilenstein ihrer Schafzucht feiern. Die ersten 20 verkauften Hammel auf der Versteigerung. Und dieses absurde Erlebnis im Krankenhaus. Meinst du diesen effizienten Besuch für umgerechnet nur 15 Euro? Genau den. Da haben wir ja echt gestaunt. Und ganz zu schweigen von Hündin Laika. Ach ja. Die aus purem Futterneid auf die Nachbarshunde einfach mal in den Hungerstreik getreten ist. Ein absolut wilder Monat. Aber wenn der November noch von so richtig harter, praktischer Arbeit geprägt war, dann bringt der Dezember 2017 eine völlig andere Herausforderung mit sich. Mhm. Nach den ersten wirtschaftlichen Erfolgen wird es da nämlich Zeit, tiefer in die kulturellen Traditionen Uruguays einzutauchen. Oh ja, und das erfordert vor allem eins: etwas, womit wir Europäer ja oft extrem schwerfällige Probleme haben. Das bedingungslose Loslassen von Zeitdruck. Genau. Du sprichst vom ultimativen südamerikanischen Heiligtum, dem Asado. Das Asado Argentino, ja. Gabi und Steffen wagen sich an ihr erstes großes, echtes Asado auf der eigenen Farm. Und die Vorbereitungen klingen eigentlich noch recht pragmatisch. Steffen schweißt aus alten Eisenresten so ein klassisches Grillkreuz zusammen. Richtig. Und dann? Dann beginnt eine Wette, die fast schon eine kulturelle Studie ist. Die Wette um die Garzeit? Ja. Stell dir das mal vor. Daniel, der Einheimische, sagt, das Fleisch braucht 3 Stunden. Okay. Steffen geht mit seinem deutschen Ingenieursdenken ran und berechnet 5 Stunden. Typisch deutsch, ja. Und Gabi beobachtet das Ganze nur und tippt auf 8 Stunden. 8 Stunden? Aber das Faszinierende an dieser Wette ist ja, dass sie komplett offenbart, wie wenig das Asado mit unserem europäischen Konzept von Grillen zu tun hat, ne? Ja, total. Bei uns ist Grillen ja eigentlich nur eine thermische Dienstleistung. Direkte Hitze, zack, schnelles Wenden und fertig ist die Wurst. 10 Minuten und alle haben ihren Teller voll. Genau. Das Asado hingegen, das ist ein langsamer, fast schon meditativer Prozess. Da geht es gar nicht um die offene Flamme, sondern um die sanfte Strahlungswärme der Glut. Mhm. Den Rauch, das stetige Pflegen des Feuers. Also pass auf, um 15 Uhr züngeln die ersten Flammen, um 20 Uhr sollen dann die Nachbarn kommen. Als die dann um 8 eintreffen, riecht es wohl schon himmlisch. Das glaube ich sofort. Das Fleisch ist auch ganz puristisch gewürzt, nur mit grobem Salz und so ein paar nassen Rosmarinzweigen. Lecker. Aber, und das ist jetzt der Knackpunkt, es ist um 20 Uhr noch bei weitem nicht durch. Gegessen wird tatsächlich erst kurz vor 22 Uhr. Wahnsinn. Gabi gewinnt also diese Wette mit ihren satten 8 Stunden. Aber
Ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal kurz den Teufelsadvokaten spielen. Mach mal. Aus pragmatischer Sicht ist das doch der pure Wahnsinn. 8 Stunden Wartezeit auf ein Stück Fleisch. Da verhungern dir doch die Gäste, bevor das Hauptgericht überhaupt auf dem Tisch steht. Ist das wirklich Kultur oder ist das nicht einfach eine kolossale Ineffizienz? Ja, das ist ein total verständlicher Reflex, das so zu sehen. Ja, oder? Aber genau da liegt eben unser großer europäischer Denkfehler. Das Asado ist überhaupt kein Prozess zur schnellen Nahrungsaufnahme. Es ist sozusagen ein sozialer Schongarer. Ein sozialer Schongarer, das ist gut. Die Wartezeit ist kein Fehler im System, sie ist das System. In diesen 7, 8 Stunden passiert ja ganz viel zwischen den Menschen. Man sitzt zusammen, reicht Mate herum, trinkt vielleicht ein kühles Bier. Man isst die Picada, also diese kleinen Häppchen, Käse, Salami. Man redet, streitet, lacht. Das Feuer zwingt die Leute förmlich zur Entschleunigung. Krass, ja. Würdest du das Fleisch da in 30 Minuten durchbraten, würdest du diesen ganzen sozialen Motor einfach abwürgen. Das ist ein echt interessantes Bild. Das Fleisch ist also quasi nur der Vorwand, um die Leute 8 Stunden lang an einen Ort zu binden. Exakt. Das ergibt plötzlich total Sinn. Da hat Mattes ja auch in Folge 32 von den Mattes-Mate-Missionen extrem ausführlich drüber gesprochen. Stimmt, dieses völlig surreale 16,5 Tonnen Fleisch-Event. Genau. Diese unglaubliche Masse und die Zeit, die das Grillen dort beansprucht, das ist der soziale Kit der Gesellschaft in Uruguay. Und man muss Gabi und Steffen echt zugutehalten, dass sie nicht panisch umherrennen, um das irgendwie zu beschleunigen. Ja, die lassen sich total auf diesen Rhythmus ein. Wer versucht, ein Asado zu hetzen, hat Uruguay einfach nicht verstanden. Da hast du recht. Aber diese zen-artige Geduld am Grillfeuer ist ja nur das eine. Was der Dezember den beiden auch noch abverlangt, ist eine physische Ausdauer, die weit über so ein gemütliches Warten hinausgeht. Oh ja, du meinst die Ernte? Genau. Wenn du als Hörer jetzt denkst, 8 Stunden Fleisch bewachen sei anstrengend, dann lass uns mal kurz über die Alfalfa-Ernte sprechen. Die Luzerne. Da prallt die romantische Landlust echt brutal auf die landwirtschaftliche Realität. Und wie? Der Plan klang ja in der Theorie sicher harmlos. Sie schneiden das Alfalfa, lassen es auf dem Acker trocknen und schnüren es dann zu Ballen. Klingt wie ein schöner Nachmittag im Garten, ne? Aber Alfalfa ist echt tückisch. Das ist ein extrem nährstoffreiches Futter, aber wenn es nicht 100%ig durchtrocknet, schimmelt es dir sofort weg. Richtig. Und die Trocknung dauert unter dieser unberechenbaren Sonne viel länger als gedacht. Also aus Stunden werden da Tage. Und das Endergebnis dieses kleinen Projekts? Am Ende liegen über 300 Pakete Alfalfa kreuz und quer über das Feld verstreut. 300 Pakete? Ja. Und jedes dieser Pakete wiegt satte 30 Kilo. Wir sprechen hier von 9 Tonnen Heu. 9 Tonnen kompakte Masse, die komplett per Hand bewegt werden müssen. Ich spüre da echt meine Bandscheiben schon beim bloßen Gedanken daran. Ich auch. Gabi navigiert dann die Camionetta, also ihren Pickup, im Schritttempo über die holprige Pampa von Ballen zu Ballen. Und Steffen, Daniel und Anderson, Ah, Anderson. Den kennen wir doch noch als den durchnässten Waldmann aus dem November. genau der. Die 3 wuchten diese 30-Kilo-Trümmer auf die Ladefläche. Die haben da auf einmal einen richtig handfesten Wirtschaftsbetrieb. Ja, Daniel wird dann auch kurzerhand in Vollzeit eingestellt und Anderson kriegt einen Nebenjob. Und um diese 9 Tonnen auch wirklich loszuwerden, unterbieten sie sogar ganz aggressiv die Preise der lokalen Bauern. Echte Knochenarbeit. Aber weißt du, was mich in den Notizen von Gabi und Steffen da noch viel mehr fasziniert hat? Was denn? Eine sehr ehrliche Beobachtung am Rande. Um diesen gigantischen Berg an Futter vor dem Wetter zu schützen, besorgen sie sich ausrangierte riesige Silageschläuche. Aus Plastik. Richtig, von den Ja. umliegenden Bauern. Und als sie diese massiven Berge an Plastikmüll so vor sich sehen, da haben sie einen Moment tiefster Ernüchterung. Sie schreiben selbst, sie seien jetzt keine militanten Ökos. Aber wenn man so hautnah erlebt, welcher massive Einsatz von Plastik weltweit nötig ist, um die landwirtschaftliche Produktion am Laufen zu halten, da sträuben sich einem echt die Nackenhaare. Ja, das ist eine harte Erkenntnis. Und da muss ich auch sofort an die Pläne von Mattes und seiner Frau denken. Das ist so ein perfektes Beispiel für das, was Frau Mattes immer so schön pragmatisch den Alters- und Realitätscheck nennt. Absolut. Wenn wir uns die Vision der beiden nämlich mal ansehen, die planen ganz explizit ein kleines Lehmhaus in Küstennähe. Vielleicht so einen kleinen Permakulturgarten für Tomaten.
Ja. Aber sie wollen unter gar keinen Umständen eine riesige, produzierende Farm im tiefen Hinterland betreiben. Wenn du diese Geschichte mit den 300 Heuballen hörst, dann verstehst du auch sofort, warum. Eben. Den Traum von der großen Selbstversorgung im ländlichen Niemandsland, den muss man sich körperlich, mental und infrastrukturell erstmal leisten können. Da sagst du was. Und wenn man sich dann körperlich so dermaßen verausgabt hat, hofft man ja, dass wenigstens die administrativen Dinge reibungslos laufen. Oh nein. Womit wir bei einem meiner absoluten Lieblingskapitel aus diesem Archiv wären: der urbanen Bürokratie. Oh Gott, das ist nicht nur Bürokratie, das ist ein satirisches Meisterwerk. Stell dir das mal vor, du hast monatelang auf dem Land geschuftet, fährst in die Hauptstadt, also nach Montevideo, und hast eigentlich eine ganz simple Mission. Ja, Gabi und Steffen haben endlich ihre Daueraufenthaltsgenehmigung in der Tasche. Die Sedula? Genau. Und jetzt wollen sie zum ehrwürdigen Hauptzollamt am Hafen, um sich ihre 3000 US-Dollar Containerkaution zurückzuholen. Sie haben sogar Griselle dabei. Stimmt, ihre lokale Einwanderungshelferin. Es sollte also eigentlich eine Sache von 5 Minuten sein. Eigentlich. Das Zollgebäude selbst ist ja schon eine Kulisse für sich. Ja, riesige Hallen, ausgetretene Marmorstufen aus dem vorletzten Jahrhundert, 4 Meter hohe Decken, ein Ort, der echt Autorität ausstrahlen soll. Aber was sie drinnen erleben, das ist wie so eine Schnitzeljagd in einem Videospiel. Also eines, wo die Entwickler vergessen haben, den NPCs eine sinnvolle Aufgabe zu geben. Wirklich. An den Schaltern sitzen Beamte. Eine Beamtin wedelt hochkonzentriert mit den Händen in der Luft herum, um ihren frisch aufgetragenen Nagellack zu föhnen. Herrlich. Andere stehen plaudernd rum. Und mitten im Büro sind Angestellte völlig vertieft darin, einen riesigen, blinkenden Plastik-Weihnachtsbaum zu dekorieren. Und der bürokratische Weg, den sie da gehen müssen, der entzieht sich jeglicher Logik. Sie bekommen ein Formular im Erdgeschoss. Ja, Damit schickt man sie in den 2. Stock. Nach endlosen Gängen finden sie das richtige Büro, bekommen einen Stempel und werden dann in den 3. Stock zur Kasse geschickt. und diese Kasse, ne? Die musst du dir mal bildlich vorstellen. Das ist keine normale Banktheke. Das ist ein winziges Loch in der Wand, gesichert mit massiven Eisenstangen. Buchstäblich eine Schießscharte. Wahnsinn. Dahinter sitzt eine Frau, tippt was in ihren Computer und sagt, fehlt noch eine Unterschrift. Und wo gibt es die? Natürlich wieder im 2. Stock in einem völlig anderen Büro. Dort angekommen, teilt man ihnen freudestrahlend mit, dass der Chef, dessen Unterschrift natürlich zwingend erforderlich ist, leider gerade keine Zeit hat. Er sei in einer Besprechung, hieß es. Ja, sie sollen in einer Stunde wiederkommen. Sie gehen also essen, kommen zurück ins Erdgeschoss, müssen schon wieder ein neues Formular abholen, steigen wieder in den 2. Stock und als sie schließlich das Büro des Chefs erreichen, sind die Sekretärinnen hochgradig beschäftigt. Und womit? Damit die Glastür zum Büro mit weihnachtlichen Girlanden abzukleben. Und der Chef? Der ist auf der Toilette verschwunden. Es ist einfach großartig. Griselle, ihre lokale Helferin, die ist verständlicherweise maximal genervt. Sie ist ja der Profi. Sie wird dafür bezahlt, dass das alles glatt läuft. Die presst wohl nur noch peinlich berührt die Lippen zusammen. Aber Gabi und Steffen? Die sitzen da in diesem surrealen Wartesaal, loben ausgiebig die Weihnachtsdeko der Sekretärinnen und prusten einfach nur noch vor Lachen. Und ich behaupte, genau diese Reaktion ist der ultimative Einbürgerungstest in Südamerika. Ja, absolut. Wer sich an dieser Stelle ärgert, wer deutsches Wutbürgertum an den Tag legt, der zerbricht an diesem System. Genau. Wer das Absurde annehmen kann, wer versteht, dass diese Prozesse oft weniger mit Logik und mehr mit menschlicher Beschäftigungstherapie zu tun haben, der hat echt gewonnen. Moment, da muss ich jetzt aber doch mal kurz einhaken. Es ist ja leicht zu lachen, wenn es nur um eine Kaution geht, die man vielleicht nicht exakt an dem Tag zum Überleben braucht. Aber stell dir vor, deine ganze Existenz hängt an dieser einen Unterschrift und der Typ versteckt sie auf dem Klo, während draußen Girlanden geklebt werden. Da hört der Spaß doch auf. Wie geht man damit um? Das ist genau der Kern der Sache. In der europäischen Bürokratie ist der Prozess meistens eine gerade Linie. Du füllst Formular A aus, bekommst Resultat B. Ja. In Südamerika ist das ein beziehungsbasiertes Geflecht. Es geht nicht um das Papier. Es geht um den menschlichen Kontakt. Dass man die Weihnachtsdeko lobt, dass man scherzt, das ölt die bürokratischen Zahnräder. Aha. Ohne diesen menschlichen Faktor blockiert die Maschine sofort. Das erinnert mich sehr stark an Folge 43 von den Mattes-Mate-Missionen. Da ging es ja genau um diesen Kontrast bei den Seefrachtcontainern. Du hast die graue Theorie
Und dann prallst du auf die Realität, wo dir jemand durch eine Schießscharte sagt, Geld ist übermorgen da, vielleicht. Die Diskrepanz ist gigantisch. Ja, aber Gabi und Steffen meistern das echt mit Bravour. Sie verlassen Montevideo mit ihrem Papierkram und kehren auf ihre Chakra zurück. Zum Glück. Und nach all diesem städtischen Wahnsinn aus Beton und Nagellackdämpfen passiert dort noch etwas, das einen unglaublichen Kontrast bildet. Aha, du meinst den Streichelzoo auf der Farm. Genau. Diese harte Arbeit und das geduldige Investieren von Zeit, das zahlt sich plötzlich bei den Tieren aus. Das Wildpferd Navideño, das sich monatelang kaum nähern wollte, lässt sich auf einmal beim Fressen streicheln. Und dann ist da noch diese zutiefst traumatisierte Eselin. Gabi fängt an, sie regelmäßig zu kämmen. Das Tier genießt das so sehr, dass es in seinen völlig tranceartigen Zustand verfällt. Die vergisst sogar ihren Mais zu fressen, ne? Ja. Und hinzu kommt ein Huhn, das plötzlich beschlossen hat, dass es eigentlich ein Schoßhund ist. Es verlangt, permanent herumgetragen zu werden und kuschelt sich in Gabis Armbeuge. Und natürlich Octavio, der majestätische Schafbock. Der verlangt jeden Abend vehement seine Streicheleinheiten, genau wie sein ehemals extrem scheuer Freund. Aus dieser rauen Farm ist echt eine Oase des Vertrauens geworden. Und genau das ist dieser faszinierende Kontrast. Auf der eigenen kleinen Scholle hast du diese innige Verbindung zur Natur. Aber sobald du die Grenzen deiner Farm verlässt, zeigt die Uruguay sofort, wie rau es wirklich sein kann. Und das bringt uns zum 28. Dezember. Der Weihnachtsausflug in Richtung Rio Negro. Ja. Plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Die grüne Idylle verschwindet, Pampa, Staub, Trockenheit. Endlose Eukalyptusplantagen. Keine Getreidefelder mehr, kaum noch Kühe. Du siehst vielleicht alle 5 Kilometer mal ein einzelnes Haus. Und dann müssen sie die befestigte Straße verlassen. Sie biegen ab auf eine unbefestigte Schotterpiste. 35 Kilometer lang. Und es ist kein idyllischer Feldweg, gespickt mit scharfkantigen Steinen und tiefen Kratern. Hier schließt sich wieder der Kreis zu Mattes und seiner Frau. Wenn man diese 35 Kilometer Kraterpiste hört, versteht man absolut, warum für die beiden nur Orte mit asphaltierten Straßen in Frage kommen. Exakt. Wenn du im Notfall auf einen Krankenwagen angewiesen bist, der sich da eine Stunde durchkämpfen muss, ist das ein K.O.-Kriterium. Du suchst die Natur, aber bitte in Krankenhausnähe. Richtig. Und als ob die Einsamkeit nicht schon einschüchternd genug wäre, wartet auf diesem Ausflug noch eine Szene wie aus einem anderen Film. Oh ja, stell dir vor, du holperst an einem Feiertag durch das absolute Nichts. Die Sonne brennt, du hast seit einer halben Stunde kein Auto mehr gesehen und plötzlich, mitten im Nirgendwo, taucht eine Straßensperre der Polizei auf. Und da steht eine Senora der ländlichen Polizei. Freundlich, aber mit einer massiven Maschinenpistole im Anschlag. Du denkst dir, was passiert hier? Und sie sagt nur fröhlich, Feliz Navidad, die Papiere bitte. Ein extremer Kontrast. In diesen Regionen ist schwere Bewaffnung oft einfach Standardprotokoll der Polizei. Aber für den ahnungslosen Touristen ist das ein mittlerer Herzinfarkt. Total. Aber sie erreichen ihr Ziel ja zum Glück unverletzt. Die Grota del Palacio. Oh, diese beeindruckende geologische Formation. 70 Millionen Jahre alte Säulen aus eisenschwangerem Sandstein. Ein Ort, der sich extrem langsam formt und an dem unser menschlicher Begriff von Zeit einfach völlig absurd wirkt. Und damit stehen wir wieder genau am Anfang unserer Überlegungen. Mhm. Wenn man all diese Erlebnisse aus dem Dezember zusammennimmt, das stundenlange Asado, die schweißtreibende Luzerne, den kafkaesken Tanz im Zollamt, das Vertrauen des Esels, dann gibt es da nur eine Schlussfolgerung. Nämlich, dass du Uruguay einfach nicht deinen Rhythmus aufzwingen kannst. Genau. Wer erwartet, dass die Prozesse da unserem Effizienzstandard entsprechen, der wird unweigerlich scheitern. Wer aber lernt, diesen Rhythmus zu atmen, der findet unerwartete Freude in den kleinen Dingen. Selbst in der Schlange vor einer Kasse im 3. Stock. Ein wunderschöner Gedanke zum Schluss. Wer gegen die Zeit kämpft, der verliert. Und jetzt möchten wir von dir wissen, was würde dich persönlich am meisten an deine Grenzen bringen? Könntest du völlig entspannt 8 Stunden auf dein Essen warten oder würde dich diese bürokratische Schnitzeljagd viel mehr in den Wahnsinn treiben? Schreib es uns unbedingt in die Kommentare. Ja, da sind wir super gespannt. Und das Archiv gibt natürlich noch viel mehr her. In der nächsten Folge unserer 14. Ausgabe springen wir in den Januar 2018. Darauf freue ich mich schon.
Mach dich bereit für aggressiv schwärmende Wildbienen, eine gigantische Lavendelernte, die kulturellen Grenzen Europas und ein Restaurant, das mit einem genialen Witz zur Rettung der Pflanzen vor Vegetarien aufruft. Das wird großartig. Bleib neugierig. Und denk dran, wenn du morgen ungeduldig auf einen Ladebalken starrst. Irgendwo in Montevideo föhnt gerade jemand sehr entspannt seinen Nagellack. Bis zum nächsten Mal.